Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meinem Weihnachtskalender wieder mit dabei seid. Ja, heute gibt es wieder Plätzchen und zwar habe ich für euch heute Marzipan-Walnussplätzchen. Viel Spaß! Dafür brauchen wir 180 Gramm Mehl, 80 Gramm Speisestärke, dann 70 Gramm Zucker, 40 Gramm gemahlene Mandeln, 200 Gramm Butter und ein Ei. Ich knete meinen Plätzchenteig mit der Hand, weil ich finde, dazu braucht man nicht unbedingt eine Maschine. Dazu gebe ich das Mehl auf eine saubere Arbeitsfläche. Da kommt dann die Speisestärke dazu, der Zucker, die gemahlenen Mandeln. Ihr könnt übrigens auch Haselnüsse nehmen oder Walnüsse, aber gemahlen halt. Ja, da mache ich in der Mitte wieder meine Mulde. Da kommt das Ei hinein und außenrum verteile ich die Butter, die kalt sein soll. Und ich schneide sie immer in so kleine Stückchen, denn dann lässt sie sich viel einfacher verarbeiten, verkneten. Ja, wer mich kennt oder meine Videos verfolgt, der weiß, wie es jetzt weitergeht. Und zwar nehme ich meine beiden Teigschaber und zerkleinere das Ganze erstmal mit den beiden. So verhindern? So bleiben meine Hände halt sauber und irgendwie geht es alles einfacher, finde ich. Also da lässt sich es dann viel einfacher mit der Hand verkneten. Und die brauche ich nämlich jetzt. Jetzt knete ich mit der Hand weiter und zwar so lange, bis ich einen richtig schönen, glatten Teig habe. Ja, und so schaut er dann aus. Jetzt darf er für 2 Stunden in den Kühlschrank, am besten noch in Frischhaltefolie packen. Ja, und nach dem Kühlen rolle ich ihn aus. Ich habe ein bisschen Mehl auf eine saubere Arbeitsfläche gegeben und dann rolle ich den so gute 2 mm aus. Ich habe das jetzt nicht komplett gefilmt, denn ich habe jetzt, glaube ich, in letzter Zeit schon oft Teig ausrollen gezeigt. Ja, hier ist mein Ausstecher, das ist so eine kleine Blume, würde ich sagen. Die hat einen Durchmesser von 4 cm. Damit steche ich natürlich meinen kompletten Teig aus, wie ihr hier sehen könnt. Und dann lege ich die Plätzchen aufs Blech und die dürfen jetzt backen bei 175 Grad für 10 Minuten. Und nach dem Backen sahen sie so aus, die müssen komplett auskühlen. Ja, jetzt brauchen wir 300 Gramm Marzipanrohmasse und etwas Puderzucker und dann habe ich hier noch 3 Esslöffel Aprikosenkonfitüre. Meinen Marzipan muss ich ausrollen und dafür brauche ich den Puderzucker. Also da kann ich jetzt keine Mengenangabe geben. Nehmt einfach so viel, dass ihr ihn richtig schön ausrollen könnt. Also den Marzipan ein bisschen vorkneten und dann so gut ebenfalls 2 mm ausrollen. So sah es bei mir aus. Ich habe, glaube ich, schon mal irgendwo erwähnt, ich kann nicht ausrollen. Ich schaffe nie ein richtiges Quadrat. Schaffe ich nicht, ich weiß nicht warum. Ja, und dann steche ich hier ebenfalls mit demselben Ausstecher Blümchen aus. Also für mich ist es ein Blumenausstecher. Und zwar genauso viele, wie ich Kekse habe. Ja, dann brauchen wir noch Walnüsse. Und zwar ganze. Also meine Plätzchen waren 40 Stück. Ich brauchte 40 ganze Walnusshälften. Hier ist meine Marmelade. Die habe ich ja ganz kurz nur erwärmt. Also wirklich nur ganz kurz, damit sie sich viel leichter verstreichen lässt. Jetzt hole ich mir ein Plätzchen. Bestreicht das mit Aprikosenmarmelade oder Konfitüre. Ihr könnt aber auch eine andere Marmelade nehmen, wie ihr mögt oder was ihr mögt. Das ist völlig egal. Und dann nehme ich mir eine Marzipanblume und drücke die einfach oben auf meinen Keks drauf. Und das mache ich mit den ganzen Plätzchen. Und so sahen sie aus. Jetzt geht es weiter mit der Schokolade. Ich habe eine Kuchenglasur und zwar nehme ich unheimlich gern diese Becher, denn die muss man nur in der Mikrowelle erhitzen, langsam. Und die sind zum Eintauchen für Plätzchen richtig gut geeignet. Hier habe ich noch ein Gitter und hier sind meine Walnüsse. Alles schön parat legen. Ja, los geht's. Jetzt nehme ich mir ein Plätzchen und tauche es mit der Marzipanseite in die Schokolade. Aber nicht ganz rein, nur der Marzipan soll bedeckt sein. Und dann schüttle ich die Schokolade ein bisschen ab und lege das Plätzchen auf mein Kuchengitter. Und dann kommt auch sofort die Walnuss drauf, denn wenn die Schokolade fest ist, hält sie nicht mehr. Ja, und das mache ich jetzt mit den ganzen Plätzchen. Ja, und jetzt darf die Schokolade trocknen und dann sind sie auch schon fertig.
Also ich muss sagen, das sind sehr leckere Plätzchen. Ich habe sie heuer das erste Mal gemacht und ich war echt begeistert. Also richtig gute, leckere Kombination. Ja, das war jetzt mein Türchen Nummer 9. Das habe ich am Anfang ja glatt vergessen zu erwähnen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch eine tolle Weihnachtszeit. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss.